Als wir bei Tag der offenen Tür in einem kleinen Ort in Sachsen waren, kam Frau Weber zu uns und sagte, dass viele ihrer Freundinnen kostenlos Nachrichten über WhatsApp versenden. Sie wusste nicht genau, was es ist und wie sie es für sich nutzen kann. In diesem Video erfahren Sie, was eben WhatsApp ist und wie Sie es herunterladen können. Wir sprechen auch über Datenschutz und verraten Ihnen, welche Alternativen es zu diesem Dienst gibt. Sie fragen, wir antworten. Viel Spaß! WhatsApp ist eine kostenlose Messenger-Applikation. Messenger kommt aus dem Englischen und heißt auf Deutsch übersetzt Bote oder der Überbringer. Mit Hilfe von diesem Dienst können Sie kostenlos mit Freunden oder Familien chatten, also Nachrichten schreiben. Es funktioniert im Wesentlichen gleich wie die bekannte SMS. Mit Hilfe von dieser Applikation lassen sich nicht nur Nachrichten versenden, sondern auch Fotos, Videos, Dateien oder Kontakte. Und Sie können mit einer oder mehreren Personen gleichzeitig telefonieren. WhatsApp können Sie, wie jede andere Applikation auch, im Google Play Store für Android-Geräte oder im App Store für iPhones herunterladen. Um die Applikation nutzen zu können, brauchen Sie die Applikation selbst, eine Telefonnummer und eine Internetverbindung. Durch den Registrierungsprozess werden Sie von der Applikation durchgeleitet. Lesen Sie zunächst die Datenschutzbestimmungen des Dienstes durch. Klicken Sie dann auf Zustimmen und Fortfahren. Im weiteren Schritt geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Danach müssen Sie die Telefonnummer verifizieren. Der Verifizierungscode kommt als SMS oder als Anruf auf Ihr Smartphone. Das können Sie wählen. Um Ihre Freunde, Familie und Bekannte kontaktieren zu können, braucht WhatsApp Zugriff auf Ihre Kontakte. Ohne diesen Zugriff können Sie keine Nachrichten schreiben. Weiterhin benötigt WhatsApp den Zugriff auf Fotos und Medien, damit Sie diese senden können. Wenn Sie WhatsApp nutzen, können Sie Ihre Nachrichten und Dateien speichern. Das ist das sogenannte Backup. Beim Kauf eines neuen Smartphones können Ihre gesicherten Nachrichten und Dateien wiederhergestellt werden. Wenn Sie noch keine Sicherung haben, können Sie einfach auf Überspringen tippen. Im weiteren Schritt tragen Sie Ihren Namen ein und fügen, wenn Sie möchten, ein Foto zu Ihrem Profil hinzu. Was sind die häufigsten Fragen rund um WhatsApp, die uns gestellt werden? Eine der häufigsten Fragen dreht sich rund um WhatsApp-Status. Frau Schiller kam zu uns und fragte, wie sie ihren Status ändern kann. Ein WhatsApp-Status ist eine Mitteilung an ihre Freunde und Bekannte, die sie für 24 Stunden sehen können. Danach wird diese Mitteilung automatisch gelöscht und Sie können eine neue erstellen. Bei Android-Smartphones finden Sie den Status am oberen Bildschirmrand, bei iPhones unten links in der Leiste. Sie können dort ein Foto oder einen Text eingeben oder auch beides. Herr Braun wollte wissen, wie er seine Daten sichern kann. Dieses sogenannte Backup können Sie direkt in WhatsApp unter Einstellungen und Chat durchführen. Alle Android-Nutzer haben die Wahl. Möchten Sie die Dateien im internen Speicher des Telefones sichern oder mit Hilfe von Google Drive? Google Drive ist ein virtueller Speicherplatz und wenn Sie sich für diesen entscheiden, schonen Sie so den Speicherplatz Ihres Telefones. Alle iPhone-Nutzer
haben nur die Möglichkeit, die Dateien als Backup in der iCloud zu sichern. Frau Sandberg fragte uns, wie sie die Fotos aus ihrem Chat direkt auf ihrem Smartphone speichern kann. Bei Android-Smartphones tippen Sie auf die 3 Punkte am oberen Rand. In Abschnitt Daten und Speichernutzung können Sie das automatische Speichern für die Fotos wählen. Dabei können Sie einstellen, ob die Fotos bei Verwendung von mobilen Daten heruntergeladen werden sollen oder nur im WLAN. Unser Tipp: Damit Ihre mobilen Daten nicht belastet werden, aktivieren Sie das Herunterladen von Fotos und Videos nur im heimischen WLAN. Wie steht es um Datenschutz und Sicherheit? Da hört man ja allerlei, fragte uns Herr Berger. WhatsApp gehört zu Facebook und Facebook ist ein Unternehmen, das bekanntermaßen an den Daten ihrer Nutzer interessiert ist. Nun aber konkret. Wenn Sie WhatsApp installieren, verlangt WhatsApp einen Zugriff auf Ihre Kontakte, auf Ihr Adressbuch. Das bedeutet, dass die Applikation die Namen und die Telefonnummer Ihrer Kontakte weiß. Durch die Übernahme von Facebook ist dem Unternehmen auch erlaubt, die Kontakte aus dem Adressbuch auch an Facebook weiterzugeben. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die bei den aktuellen Versionen der Applikation aktiv ist, sollen Nachrichten und Telefonaten so geschützt sein, dass sie niemand mitlesen bzw. mithören kann. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung greift dann nicht, wenn Sie Ihre Daten in der Cloud sichern. Das bedeutet, dass zwar Ihre Nachrichten und Telefonate, die Sie gerade tätigen, verschlüsselt sind, das heißt nicht mitgelesen oder mitgehört werden können. Wenn Sie diese aber sichern möchten und in die Cloud hochladen, können Google und Apple diese Nachrichten doch irgendwie mitlesen. Also Sie haben einen Zugriff darauf. Eine Lösung seitens von Google oder Apple gibt es derzeit zu diesem Problem nicht. Es gibt noch weitere Daten, die von der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht betroffen sind. Das bedeutet, dass WhatsApp Zugriff auf diese Daten hat. Das können zum Beispiel Standortpositionen sein oder Ihr Profilbild oder Ihre Telefonnummer. Sie können einige Datenschutzeinstellungen direkt in der Applikation vornehmen. Gehen Sie zu Einstellungen, Account und Datenschutz. Dort haben Sie die Möglichkeit, den Live-Standort zu deaktivieren. Weiterhin können Sie einstellen, welche Informationen Sie für Ihre Kontakte verfügbar machen. Dies ist zum Beispiel Ihr Profilbild oder auch die Information, wann Sie zuletzt online waren. Wenn Sie diese Informationen nicht freigeben möchten, sehen Sie auch nicht, wann Ihre Kontakte zum letzten Mal online waren. Obwohl es bei WhatsApp viele bekannte Datenschutzunstimmigkeiten gibt, nutzen weltweit über 2 Milliarden Menschen diesen Dienst. Viele wissen nicht, dass es auch datensparsamere Alternativen gibt. Eine davon ist zum Beispiel Signal. Dieser kostenlose Messenger-Dienst ist nicht nur komplett verschlüsselt, sondern die Entwickler legen den Code auch offen. Das heißt, jeder kann diesen Code einsehen und überprüfen. Und das bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Eine zweite Alternative ist Wire. Wire ist auch eine kostenlose Applikation und für die Registrierung benötigen Sie entweder Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse. Die dritte Alternative ist Threema. Threema ist zwar nicht kostenlos, dafür können Sie diesen Dienst komplett anonym nutzen. Das heißt, Sie brauchen weder Telefonnummer noch Ihre E-Mail.
Alle drei dieser Alternativen, diese Möglichkeiten, sind für iPhone als auch für Android-Nutzer im jeweiligen Store erhältlich. Die alternativen Messenger-Dienste müssen auch von Ihren anderen Kontakten installiert sein. Das bedeutet, Sie können von Signal eine Nachricht nur an Signalnutzer senden oder von Wire auf Wire-Nutzer senden. Sie sehen, WhatsApp ist nicht die einzige Alternative für Ihre Nachrichten. Wer mehr Wert auf Datenschutz und Sicherheit legt, sollte sich bei den Alternativen umschauen und mit Freunden und Familien darüber sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben und viel Spaß mit dem Chatten mit Familie und Freunden.